Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute gibt es bei mir köstliche, ketogene, gesunde Energy Bowls. Wieder eine wertvolle Süßigkeit, die unserer Gesundheit zugutekommt, köstlich schmeckt und dabei auch noch richtig super einfach herzustellen ist. Mashallah. Diese mit zuckerloser Schokolade überzogenen Kokosmandelnkugeln versorgen uns zwischendurch mit Energie und jeder kann diese selber zu Hause herstellen. Dazu geben wir zuallererst 100 Gramm vollwertiges Mandelmehl in eine Schüssel, dann kommen Kokosraspeln hinzu, 50 Gramm, und dann hatte ich 25 Gramm Kokosmehl hinzugegeben, später aber nochmal 25 Gramm. Dann geben wir Xylit hinzu, also Birkenzucker. Ich hatte hier 70 Gramm gegeben. Und dazu eine Messerspitze Stevia. Die Süße müsste für die meisten Menschen genau richtig sein. Für mich war es ein bisschen zu süß, denn seit ich mich ketogen ernähre, nimmt mein Verlangen nach Süßem ab. Deswegen wäre für mich 50 Gramm Xylit ausreichend. Dann hatte ich noch einen klitzekleinen Teelöffel Himalaya-Salz hinzugegeben. Und dann werden wir jetzt die Cashewcreme zubereiten. Dazu hatte ich über Nacht eingeweichte Cashewkerne in den Vitamix gegeben, ganz wenig Wasser dazu und diese dann zu einem feinen Mousse püriert. Ich hatte davon eine größere Menge hergestellt, die ich dann noch für andere Rezepte benutzt habe. Für dieses Rezept benötigen wir jetzt nur 100 Gramm davon. Ich kann euch mein Video zur Cashew- und Kokosmilch hier oben nochmal verlinken. Daran zeige ich euch auch, wie man grundsätzlich Cashewmilch, Cashewsahne und auch Kokosmilch und Kokossahne und so weiter herstellen kann. Das geht super einfach. Je weniger Wasser man nimmt, umso dickflüssiger wird dann eben die Konsistenz, in diesem Fall der Cashewcreme. Dann kommt geschmolzenes bio-natives Kokosöl hinzu, 70 Gramm davon. Das waren auch schon alle Zutaten. Man könnte natürlich noch Vanilleessenz hinzugeben, wenn man möchte. Und später gebe ich noch etwas mehr Kokosmehl hinzu. Jetzt wird einfach alles gut verrührt, bis wir einen relativ festen, knetbaren Teig erhalten. Hier hatte ich dann noch das restliche Kokosmehl hinzugegeben. Die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer in der Infobox inshallah mitteilen. Jetzt haben wir die ideale Konsistenz erreicht, wie wir sehen, und können hieraus die Energy Bowls formen. Dazu geben wir immer ein wenig von dem Teig in die Hand, eine Nuss in die Mitte. Man könnte irgendeine Nuss verwenden. Ich habe dann auch verschiedene Nüsse genommen und daraus eine Kugel formen. Wie man sieht, geht dies denkbar einfach. Mandeln und so auch Mandelmehl wirken basisch auf unseren Organismus. Abgesehen von ihrem hochkarätigen Nähr- und Vitalstoffspektrum wirkt sich der regelmäßige Verzehr von Mandeln äußerst positiv auf unsere Gesundheit aus. Wenn wir täglich nur 60 Gramm Mandeln oder Mandelpüree oder Mandelmehl verzehren, dann schützt uns dies laut aktuellen Studien bereits vor Diabetes, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor einem hohen Cholesterinspiegel und führt möglicherweise zu einer Verbesserung der Knochendichte. Und zwar ohne dabei zu einer Gewichtszunahme zu führen. Subhanallah. Die Mandel liefert zudem Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Kupfer sowie große Mengen der Vitamine B und E. Nur wenige Löffel des Mandelmehls deckt einen Großteil des täglichen Mindestbedarfs an Magnesium. Da gleichzeitig Calcium im richtigen Verhältnis enthalten ist, können beide Mineralstoffe vom Körper perfekt aufgenommen und verwertet werden. Die Hälfte der Kugeln habe ich jetzt in Kokosraspeln gewälzt und die andere Hälfte werde ich jetzt mit flüssiger Stevia-Schokolade übergießen. Mein Video dazu, wie man diese Schokolade herstellt, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Man könnte auch einfach nur Stevia-Schokodrops schmelzen und damit diese Kugeln überziehen, aber mir schmecken die Stevia-Schokodrops zu bitter, deshalb vermische ich sie immer noch mit Sahne und Kokosfett. Dadurch wird dann die flüssige Schokolade allerdings auch etwas dünnflüssiger. Und das ist der Grund, warum ich die Energy Bowls für etwa 10 Minuten in den Gefrierschrank gegeben habe und hinterher nochmal mit Schokolade überzogen habe. Einfach um eine dickere Schicht von diesem leckeren Schokoladenüberzug zu erhalten. Aber man könnte sie auch einfach nur einmal überziehen, das würde auch schon reichen. Und danach könnte man die Energy Bowls dann entweder in den Kühlschrank oder auch in den Gefrierschrank geben. Im Gefrierschrank würde eine halbe bis eine Stunde reichen, danach könnte man sie dann auch schon verzehren. Denn sobald der Schokoladenüberzug hart geworden ist, sind sie verzehrbereit. Eine überaus köstliche, gesunde und wertvolle Süßigkeit, die uns davor bewahrt, zu herkömmlichen, ungesunden, säurebildenden Süßigkeiten zu greifen. Ja, und um nochmal auf die Mandeln zu sprechen zu kommen, so haben Forscher herausgefunden, dass eine mit Mandeln angereicherte Ernährung sämtliche Symptome des sogenannten metabolischen Syndroms, also Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und hohe Cholesterinwerte, verringern könne und daher äußerst empfehlenswert sei. Und neuesten Erkenntnissen zufolge haben Mandeln außerdem präbiotische Wirkung. Das bedeutet,
Sie liefern jenen Darmbakterien Nahrung, die unser Immunsystem und damit unsere Gesundheit unterstützen. Auf diese Weise regulieren Mandeln die Darmflora und sind gerade während einer Sanierung der Darmflora ein äußerst wertvolles Lebensmittel. MashaAllah. Wie gesund die Kokosnuss und ihre Produkte sind, das wissen wir längst schon durch meine vielen Beiträge dazu. Und da Cashewkerne zu den besten L-Tryptophan-Lieferanten überhaupt zählen, wobei Tryptophan die Stimmung hebt, beruhigend und gewichtsreduzierend wirkt und zu einer gesunden Schlafqualität führt, und da Cashewkerne auch den Cholesterinspiegel senken und das Herz schützen, kann man insgesamt und beruhigten Gewissens behaupten, dass diese köstlichen Dessertkugeln uns mit Energie, Gesundheit und Wohlbefinden füllen. Alhamdulillah. Ja, wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr dieses Video mit euren Freunden und Bekannten teilt. Vergesst dabei auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.